Monnaie. Also mit dem Wagen zu fahren, das zu beschreiben, ist nicht so ganz einfach. Natürlich ein neues Auto mit 300 PS, 200, 400 PS oder was weiß ich, hat natürlich deutlich mehr Leistung. Aber das spürt man weniger. Der hat 170 PS und 300 Newtonmeter und das spürst du ganz deutlich. Du spürst jeden Stein auf der Straße. Er ist hart, bretthart. Keine Dings war Servolenkung, also man muss da noch zupacken. Und wenn du 140 fährst, dann fühlt sich das an, als ob du 200 fährst. So ungefähr kann man das sagen. Aber es empfindet jeder ein bisschen anders. Irgendjemand sagt, naja, das ist ja gar nichts, da spüre ich nicht viel. Der nächste sagt, da steige ich gar nicht ein, das geht mir gar nicht. Also es sind ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn da mal jemand mitfährt. Also ich bin der Stefan, komme aus Groß-Engstingen, bin 55 Jahre alt und ich stelle euch einen Peugeot 205 Gutmann Turbo 8S vor. Also der Wagen ist ein Vierzylinder, 170 PS, 300 Newtonmeter Drehmoment, ist ein Breitbau von dem Thuner Gutmann aus Breisach bei Freiburg, Baujahr 1985 und der Wagen ist seit ca. 12 Jahren in meinem Besitz. Also ich habe damals einen 120 PS GTI gesucht. Eigentlich in Rot wollte ich den haben, habe aber nichts gefunden, was eigentlich brauchbar wäre. Habe dann durch einen Zufall eher bei dem Rainer Bühler in Dings war Nagold diesen Wagen gesehen, weiß, ein Gutmann Breitbau, ein Turbo. Habe ihn dann darauf angesprochen, was das eigentlich ist. Er hat mir das erklärt, das ist ein getuntes Auto, bla bla bla. Und habe ihn natürlich gefragt, ob man mal eine Probefahrt machen kann. Sagt er, nein, gibt es keine Probefahrt, der Wagen steht schon sehr lange, kein Öl drin und so weiter. Und ich habe halt immer wieder rumgemacht, bis es dann zu einer Probefahrt einmal kam. Und da war mir klar, den Wagen musste ich haben. Gut, gesagt, getan. Er wollte ihn zuerst gar nicht verkaufen, wollte er nicht. Unverkäuflich, ist mein erster Wagen, sagt er, geht nicht. Kommt seine Mutter. Rainer, verkauf das Auto, du brauchst doch das Geld. Ja, gesagt, getan, funktioniert, dann war es meiner. Der Wagen kam bei mir an, stand bei mir erst mal eine Weile, ein paar Monate. Bin dann ein bisschen mitgefahren. Ich habe dann aber festgestellt, dass die Bremsen nicht richtig funktionieren durch diese lange Standzeit. Der Radlager war ziemlich schnell dann der defekt, wurde dann ersetzt, neue Bremsen kamen rein. Im Laufe der Zeit kamen dann auch andere Sitze rein, weil die, die drin waren, aus Stoff, die gingen so nicht. Das war total verschlissen. Und dann wurde der Motorraum noch revidiert, weil durch diesen Vorbesitzer, Rainer Bühler, kann man ihm aber keinen Vorwurf machen. Bergrennen ist er da damit gefahren. Da musst du einfach den Wagen bis zur Grenze bringen. Und dann verschleißt es halt. Also der Motor hat eine Vorschädigung gehabt, wurde dann in meinem Besitz also komplett neu revidiert.
hat auch eine Menge Geld gekostet. Schmiedekolben, hat Haarschaftpleuel, neue Ventile sind da reingekommen, neue Dichtungssätze, also eine Menge Zeug, eine neue Ölpumpe und lauter solche Sachen. Warum den 205er? Warum eigentlich? Also ich habe den Führerschein auf einem 205er gemacht, ein Diesel, rot, mit 60 PS. Und der ist eigentlich schon gar nicht schlecht gefahren damals, vor 35 Jahren. Und irgendwie ist diese Liebe also geblieben zu dem 205er. Die fahren sich wie ein großer Go-Kart, so ähnlich. Leicht und wendig, und wenn dann noch ein starker Motor drin ist, dann macht es richtig Spaß, die Fahrerei. Und es ist nur das drin, was unbedingt also sein muss. Keine Klimaanlage, kein ABS, keine Servolenkung, doch elektrische Fensterheber hat er. Ich bin dann 3 oder 4 Jahre war es, glaube ich, einen Slalom gefahren. Leider in der Gruppe H, das ist damals diese höchste Gruppe, weil diese Turbo-Einstufung, da fährst halt mit einem BMW eben sonst noch was mit, ein Porsche, und die haben halt deutlich mehr Leistung. Also ich habe keinen Blumentopf gewinnen können durch diese Slalomfahrerei mit dem Wagen, aber es hat Spaß gemacht, Adrenalin pur. Schon allein der Start, wenn du da stehst an der Startlinie und das Herz pocht und die Leute klatschen und dann geht's ab, das ist schwer. Also Fahrwerk von dem Auto. Also da muss ich leider sagen, da ist kein spezielles Fahrwerk drin. Das sind ganz normale Federn vorne. Die sind nur etwas verstärkt, also härter, mehr nicht. Also Gewindefahrwerk ist da nicht drin. Hinter gibt es eine Drehstabfeder. Die wurde vom Gutmann durch einen dickeren Drehstab, sage ich jetzt einmal, ersetzt, dass es also härter wird, aber spezielles Fahrwerk in dem Sinne, so wie man heutzutage ein Fahrwerk also definiert, nein. Der Lader von dem Auto kommt aus einem Audi 100 Quattro, früher Audi 100, vielleicht den die Leute noch kennen. K24 nennt sich der Lader und ist für ca. 250 dann der PS gut, was für diese 170 PS vollkommen ausreicht. Früher war es aber bei einem Audi 100 ein Dings war 5-Zylinder. Der hat also einen 5-Zylinder-Betrieb. Eigentlich ist der Lader in dem 205er ein bisschen überdimensioniert. Ist aber gar nicht schlimm. Das gibt Leistung. Ja, der Wagen hat noch was ganz Spezielles. Eine Wassermethanol-Einspritzung. Jetzt kommen natürlich 1000 Fragen. Warum Wassermethanol? Funktioniert das? Ja, nein. Informiert euch mehr oder weniger selber genau darüber. Es ist so, ich habe das verbaut zum Schutz des Motors. Die Brennräume bleiben dann sauber, das ist Fakt. Und die Klopfneigung bei höheren Ladedrücken geht quasi gegen 0, wenn man das benutzt. Also ich kann im Prinzip 1,5 Bar Ladedruck fahren und der Motor klopft nicht. Tolle Sache. Okay, das war's eigentlich. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Lasst einen Like da. Schreibt einen Kommentar rein, gut oder schlecht, wie ihr das wollt. Und abonniert den Kanal.
Schöner Tag noch. Monet.